Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der trockenen, staubigen Stille der judäischen Wüste, hoch über dem salzigen Spiegel des Toten Meeres, verbirgt sich eine Geschichte, die fast 2000 Jahre lang im Dunkeln lag. Es ist keine Geschichte von Gold oder verlorenen Städten, sondern von etwas weitaus Wertvollerem. Von Worten, die auf sprödem Pergament festgehalten und in Tonkrüge gebettet wurden, versteckt in den tiefsten Höhlen von Qumran. Diese Fragmente sind Echos einer verlorenen Welt. Guten Abend. Begleiten Sie mich in eine Zeit und an einen Ort, wo die Stille der Wüste ein 2000 Jahre altes Geheimnis hütete. Wir schreiben das Jahr 1946 oder vielleicht Anfang 1947. Die genauen Daten verschwimmen in der Erinnerung, wie so oft bei Geschichten, die im Sand beginnen. In den zerklüfteten Kalksteinklippen, die das westliche Ufer des Toten Meeres säumen, hütete ein junger Beduinenscheich vom Stamm der Ta'amireh seine Ziegen. Sein Name war Muhammad ed-Dib, der Wolf. Eines Tages, so erzählt die Legende, verirrte sich eines seiner Tiere. Auf der Suche nach der Ziege kletterte Muhammad die steilen Felswände empor, seine Augen suchten die unzähligen Spalten und Höhlen ab, die die Landschaft wie Waben durchziehen. Sein Blick fiel auf eine Öffnung, die höher und unzugänglicher war als die anderen. Aus einer Mischung aus Neugier und dem Wunsch, das Tier aufzuscheuchen, falls es sich dort versteckt hielt, warf er einen Stein hinein. Er erwartete das Geräusch aufprallenden Gesteins oder vielleicht das Blöken einer Ziege. Stattdessen hörte er etwas völlig Unerwartetes. Das helle, klare Klirren von zerbrechender Keramik. Ein Geräusch, das hier, in dieser gottverlassenen Einöde, keinen Sinn ergab. Die Neugier siegte über die Furcht vor Geistern oder wilden Tieren, die in solchen Höhlen hausen mochten. Zusammen mit einem Freund kehrte er zurück und stieg in die dunkle Öffnung hinab. Im schummrigen Licht, das durch den Eingang fiel, sahen ihre Augen etwas Erstaunliches. Entlang der Höhlenwand standen mehrere hohe, schlanke Tontöpfe, einige mit schalenförmigen Deckeln versehen. Die meisten waren leer, doch in einem fanden sie etwas, das in Leinen gewickelt war. Die Stoffe waren alt und brüchig, und das, was sie umhüllten, war dunkel, ledrig und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Sie hatten keine Ahnung, was sie in den Händen hielten. Für sie war es vielleicht altes Leder, wertlos oder im besten Fall für ein paar Münzen auf dem Markt in Bethlehem zu verkaufen. Doch sie hielten nicht nur Leder in den Händen. Sie hielten den Schlüssel zu einer verlorenen Welt, den Anfang vom Ende eines der größten archäologischen Rätsel unserer Zeit. Ohne es zu wissen, hatte der Steinwurf eines einfachen Hirtenjungen ein Fenster in die Vergangenheit aufgestoßen, das unser Verständnis der Ursprünge des Christentums und des Judentums für immer verändern sollte. Um die Bedeutung der Schriftrollen zu verstehen, müssen wir zuerst die Landschaft verstehen, die sie bewahrt hat. Die judäische Wüste ist kein Meer aus sanften Sanddünen, wie wir es uns oft vorstellen. Sie ist eine raue, unversöhnliche Welt aus Fels, Staub und Salz. Eine Landschaft, die von tiefen Schluchten, den Wadis, durchschnitten wird und zu den trockenen, salzverkrusteten Ufern des Toten Meeres abfällt, dem tiefsten Punkt der Erde. Die Sonne brennt hier mit unerbittlicher Härte und das Leben klammert sich an die wenigen verborgenen Quellen. Doch diese Härte ist kein Makel.
Sie ist der Charakter dieses Ortes. Seit Anbeginn der Zeit war diese Wüste nicht nur eine Barriere, sondern auch ein Zufluchtsort. Ihre Abgeschiedenheit und Unzugänglichkeit machten sie zu einem idealen Versteck für jene, die der Welt entfliehen wollten oder mussten. Hierhin floh der junge David vor dem Zorn König Sauls und fand in den Höhlen von En-Gedi Schutz. Hier suchten Propheten wie Elia und Johannes der Täufer die Einsamkeit, um Gottes Stimme in der Stille zu hören, fernab vom Lärm der Städte und der Korruption der Tempelpolitik. In späteren Jahrhunderten zogen sich christliche Mönche und Eremiten in diese Wildnis zurück, um ein Leben in Askese und Kontemplation zu führen. Die Wüste war ein spiritueller Schmelztiegel, ein Ort der Prüfung und der Reinigung. Sie zwingt zur Reduktion auf das Wesentliche, sie schärft die Sinne und den Geist. Wer hier überleben wollte, brauchte Disziplin, einen unerschütterlichen Glauben und oft auch eine eng verbundene Gemeinschaft. Es ist also kein Zufall, dass eine Gemeinschaft, die ihre heiligen Texte vor der Zerstörung bewahren wollte, diesen Ort wählte. Die Wüste bot nicht nur physischen Schutz durch ihre abgelegenen Höhlen, ihr Klima selbst wurde zum wichtigsten Verbündeten der Bewahrer. Die extrem trockene Luft und die gleichbleibende kühle Dunkelheit in den Tiefen der Felsen schufen die perfekten Bedingungen, um empfindliche organische Materialien wie Papyrus, Pergament und Leinen über 2 Jahrtausende hinweg zu konservieren. Die Landschaft aus Salz und Stille war also mehr als nur eine Kulisse. Sie war ein aktiver Teilnehmer an dieser Geschichte, ein stummer Wächter, der das kostbare Erbe für eine ferne Zukunft bewahrte. Kehren wir zurück in die Dunkelheit der Höhle 1, zu jenem Moment der Entdeckung. Die Tontöpfe, die Muhammad ed-Dibs Steinwurf zertrümmerte, waren keine gewöhnlichen Haushaltsgefäße. Sie waren speziell angefertigte Archive, Zeitkapseln aus gebranntem Ton. Archäologen stellten später fest, dass dieser besondere Typus hohe, zylindrische Krüge mit einem breiten Hals und einem schalenförmigen Deckel fast ausschließlich in Qumran und den umliegenden Höhlen gefunden wird. Ihre Form war perfekt darauf ausgelegt, aufgerollte Manuskripte aufzunehmen und zu schützen. Sie waren die Bibliotheksregale einer verborgenen Sammlung. Im Inneren dieser Krüge offenbarte sich die nächste Schutzschicht. Die Schriftrollen waren sorgfältig in Leinen gewickelt, Stoffe, die vielleicht einst als Kleidung dienten und nun im Tod, sozusagen, dem Schutz des geschriebenen Wortes gewidmet wurden. Diese Leinenwickel schützten die empfindlichen Oberflächen vor Abrieb und vor der extrem trockenen Luft, die das Pergament über die Jahrhunderte spröde gemacht hätte. Und dann die Schriftrollen selbst. Die ersten 7 Manuskripte, die aus dieser Höhle geborgen wurden, sind bis heute die berühmtesten. Darunter befand sich die große Jesaja-Rolle, eine fast vollständig erhaltene Abschrift des biblischen Buches, die rund 1000 Jahre älter ist als jede andere zuvor bekannte hebräische Handschrift. Stellen Sie sich das vor. Ein Text von zentraler Bedeutung für Judentum und Christentum, fast perfekt erhalten aus der Zeit vor der Zerstörung des Zweiten Tempels. Daneben lag die Gemeinschaftsregel, ein Handbuch, das die strengen Gesetze und die Theologie einer rätselhaften Gemeinschaft beschreibt. Und der Habakuk-Pescher, ein einzigartiger Kommentar, der die Prophezeiungen des Habakuk auf die aktuellen Ereignisse und die eigene Gemeinschaft bezog. Das Material war meist Pergament, also bearbeitete Tierhaut seltener Papyrus. Die Tinte, eine einfache Mischung aus Ruß und Öl, hatte ihre Schwärze über die Jahrtausende bewahrt. Die Schrift war klar und geübt, ein Zeugnis
für die Hingabe der Schreiber. Jedes Detail, vom Tonkrug bis zur letzten Leinenfaser, zeugt von einem bewussten Akt der Bewahrung. Dies war keine hastige Vergrabung. Es war die systematische Sicherung eines kulturellen und spirituellen Schatzes. Eine Gemeinschaft bereitete sich darauf vor, zu verschwinden, aber sie war entschlossen, dass ihr Wissen überdauern sollte. Die Entdeckung der Schriftrollen warf unweigerlich die Frage auf, die bis heute im Zentrum der Forschung steht. Wer waren die Menschen, die diese Texte schrieben, lasen und so sorgfältig in den Höhlen verbargen? Die Antwort liegt sowohl in den Texten selbst, als auch in den staubigen Ruinen einer kleinen Siedlung in der Nähe der Höhlen, bekannt als Khirbet Qumran. Die vorherrschende wissenschaftliche Theorie, obwohl nicht ohne Kritiker, identifiziert diese Gemeinschaft mit einer jüdischen Sekte, die wir aus den Schriften antiker Historiker wie Flavius Josephus, Philo von Alexandria und Plinius dem Älteren kennen, die Essener. Diese Quellen beschreiben die Essener als eine Gruppe, die sich vom als korrupt empfundenen Tempelbetrieb in Jerusalem abgewandt hatte. Sie lebten in gemeinschaftlichen Siedlungen, praktizierten Gütergemeinschaft, hielten strenge Reinheitsgebote ein und widmeten sich einem Leben des Gebets und des intensiven Studiums der Heiligen Schriften. Dieses Bild passt bemerkenswert gut zu dem, was uns die archäologischen Funde in Qumran und die Texte der Schriftrollen erzählen. In den Ruinen von Qumran fanden Archäologen die Überreste eines komplexen Wasserleitungssystems, das zahlreiche rituelle Tauchbäder, sogenannte Mikwaot, speiste, ein Hinweis auf die extreme Bedeutung ritueller Reinheit. Sie entdeckten einen großen Raum, der als gemeinsamer Speisesaal interpretiert wird, und einen weiteren, der möglicherweise als Skriptorium diente, ein Ort, an dem die Schriftrollen kopiert wurden. Die Texte selbst, insbesondere die sogenannte Gemeinschaftsregel, geben uns einen direkten Einblick in die Organisation und den Glauben dieser Gruppe. Sie nannten sich selbst die Söhne des Lichts und sahen die Welt als Schauplatz eines kosmischen Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem Geist der Wahrheit und dem Geist des Unrechts. Sie folgten einem Lehrer der Gerechtigkeit und warteten auf das Kommen zweier Messiasse und eine apokalyptische Endschlacht, die ihre auserwählte Gemeinschaft rechtfertigen würde. Sie waren eine hochdisziplinierte, esoterische und endzeitlich ausgerichtete Gruppe, die sich in die Wüste zurückgezogen hatte, um sich auf das Ende der Tage vorzubereiten und die wahre Auslegung des Gesetzes für eine neue Ära zu bewahren. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in eine Welt eintauchen, die von der unseren so verschieden ist. Stellen Sie sich die karge, sonnenverbrannte Landschaft am Ufer des Toten Meeres vor. Hier, in der Siedlung von Qumran, lebte eine Gemeinschaft, die wir heute oft mit den Essenern in Verbindung bringen. Ihr Leben war kein Zufall, sondern ein bewusst gewählter Weg. Ein Streben nach vollkommener Reinheit in einer als unrein empfundenen Welt. Der Alltag war von einem strengen rhythmischen Kalender geprägt, der sich vom Tempelkalender in Jerusalem unterschied. Jeder Tag war eine Übung in Hingabe und Disziplin. Ein zentrales Element ihres spirituellen Lebens war die rituelle Reinheit. Die zahlreichen Stufenbecken, die sogenannten Mikwen, die Archäologen in Qumran freigelegt haben, zeugen davon. Mehrmals täglich, vor den Gebeten und den gemeinsamen Mahlzeiten, tauchten die Mitglieder der Gemeinschaft in diese Becken ein, um sich nicht nur körperlich,
sondern vor allem spirituell zu reinigen. Dies war kein bloßes Waschen, sondern ein sakraler Akt, eine Abkehr von der Verderbtheit der Außenwelt und eine Hinwendung zu Gott. Ihre gemeinsamen Mahlzeiten waren ebenfalls heilige Handlungen. In Stille und nach einem festen Ritus nahmen sie Brot und Wein zu sich, geleitet von einem Priester. Dies war eine Vorwegnahme des eschatologischen Festmahls, das sie am Ende der Tage mit dem Messias zu feiern hofften. Ihr Glaube war zutiefst dualistisch. Sie sahen die Welt als einen großen Kampfplatz zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis, zwischen den Söhnen des Lichts, zu denen sie sich zählten, und den Söhnen der Finsternis, die den Rest der Menschheit umfassten. Jedes Gebot, das sie befolgten, jedes Ritual, das sie vollzogen, war ein kleiner Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Ein Beitrag zum kosmischen Ringen, das, so glaubten sie, bald sein dramatisches Finale finden würde. Ihr Leben war eine ständige Vorbereitung auf dieses Ende. Ein Warten am Rande der Zeit. Die Gemeinschaft von Qumran war nicht nur eine Ansammlung von Asketen, sie war auch ein Zentrum der Gelehrsamkeit und des Schreibens. Die Tausenden von Fragmenten, die in den Höhlen gefunden wurden, waren kein zufällig angehäufter Berg von Schriften. Sie waren das Herzstück einer sorgfältig kuratierten Bibliothek, das geistige Erbe einer ganzen Glaubensrichtung. Stellen wir uns einen Raum vor, vielleicht das sogenannte Skriptorium, das in den Ruinen von Qumran identifiziert wurde. Das Licht fällt durch schmale Öffnungen, der Geruch von Tinte und getrocknetem Tierhaut liegt in der Luft. Hier saßen die Schreiber, die Kopisten, in tiefer Konzentration. Ihre Arbeit war heilig. Jeder Buchstabe, jedes Wort war von Bedeutung. Sie schrieben auf Pergament, auf Papyrus und, wie ein einzigartiger Fund beweist, sogar auf Kupfer. Die Organisation dieser Bibliothek war durchdacht. Die Texte lassen sich grob in 3 Kategorien einteilen. Da waren zunächst die biblischen Schriften, die Texte, die später zum Kanon der hebräischen Bibel werden sollten. Fast jedes Buch ist vertreten, oft in mehreren Abschriften. Dann gab es die sogenannten Apokryphen oder pseudepigraphen Schriften. Das sind Texte, die zur Zeit Jesu weit verbreitet und gelesen wurden, es aber später nicht in den jüdischen oder christlichen Kanon schafften, wie das Buch Henoch oder das Buch der Jubiläen. Sie gewähren uns einen unschätzbaren Einblick in die reiche theologische Landschaft des zweiten Tempeljudentums. Die dritte und vielleicht faszinierendste Kategorie sind die sektiererischen Texte. Dies sind die Eigenschriften der Gemeinschaft, die ihre einzigartigen Regeln, ihre Theologie und ihre Hoffnungen offenbaren. Die Gemeinschaftsregel, die Kriegsrolle, die Tempelrolle, sie sind die innersten Dokumente einer verschwundenen Welt. Jede Schriftrolle wurde sorgfältig vorbereitet, geschrieben, korrigiert und schließlich in Leinentücher gewickelt und in Tonkrügen versiegelt. Diese Krüge waren die Tresore ihres Wissens, die sie vor den Wirren der Zeit und den römischen Legionen schützen sollten. Sie schufen eine Zeitkapsel ihres Glaubens, eine Bibliothek in der Wüste, die dazu bestimmt war, Jahrtausende zu überdauern. In den sektiererischen Schriften von Qumran, insbesondere in den Kommentaren zu den biblischen Propheten, taucht immer wieder eine geheimnisvolle und zentrale Figur auf: der Lehrer der Gerechtigkeit. Er ist keine mythische Gestalt, sondern scheint ein historischer Anführer gewesen zu sein, der Gründer oder zumindest der große Reformator der Gemeinschaft. Sein Name wird nie genannt, doch seine Geschichte ist das Fundament ihrer Identität. Wer war dieser Mann?
Die Texte zeichnen das Bild eines Priesters, wahrscheinlich aus dem Jerusalemer Tempeladel, der sich angewidert von der Korruption und dem von ihm als illegitim empfundenen Hohepriestertum abwandte. Er führte seine Anhänger in die Wüste, um dort eine neue, wahre Form des Bundes mit Gott zu leben. Für seine Gemeinde war er mehr als nur ein Anführer. Er war ein von Gott erleuchteter Interpret der Schrift. Sie glaubten, dass ihm die tiefsten Geheimnisse der Prophetenworte offenbart worden waren, Geheimnisse, die sich auf ihre eigene Zeit und ihr eigenes Schicksal bezogen. Er war derjenige, der ihnen den wahren Weg zeigte, der Lehrer, dem man bedingungslos folgen musste. Seine Gegner, angeführt von einer Figur, die als der gottlose Priester bezeichnet wird, verfolgten ihn unerbittlich. Die Schriften sprechen von Verrat und Leiden, die der Lehrer erdulden musste. Diese Konfrontation zwischen dem gerechten Lehrer und dem korrupten Establishment in Jerusalem war der Gründungsmythos der Gemeinschaft. Die Frage, die viele Forscher und Laien fasziniert, ist: War dieser Lehrer eine Art Messias? Die Antwort ist komplex. Die Gemeinschaft von Qumran erwartete tatsächlich das Kommen von zwei messianischen Gestalten am Ende der Zeit. Einen priesterlichen Messias aus dem Hause Aarons und einen königlichen Messias aus dem Hause Davids. Der Lehrer der Gerechtigkeit wurde nicht als dieser endzeitliche Messias gesehen, sondern eher als ein prophetischer Vorläufer, eine eschatologische Figur, die den Weg für das Ende bereitete. Er war der authentische Deuter der göttlichen Gebote in der Gegenwart, aber die endgültige Erlösung stand noch aus. Seine Lehren und sein Schicksal prägten jedoch die messianischen Erwartungen seiner Zeit zutiefst und schufen ein Muster von Gerechtigkeit, Verfolgung und Hoffnung, das in den Erzählungen des Neuen Testaments ein starkes Echo finden sollte. Von allen Schätzen, die die Höhlen von Qumran preisgaben, ist keiner von so weitreichender Bedeutung wie die Sammlung biblischer Manuskripte. Vor ihrer Entdeckung waren die ältesten bekannten vollständigen hebräischen Bibeltexte mittelalterliche Handschriften aus dem 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, wie der berühmte Kodex von Aleppo. Es klaffte eine Lücke von über 1000 Jahren zwischen der Zeit, in der die Texte ursprünglich verfasst wurden, und unseren ältesten Zeugnissen. Die Schriftrollen vom Toten Meer schlossen diese Lücke auf dramatische Weise. Plötzlich hielten Gelehrte Manuskripte in den Händen, die aus der Zeit vor und während des Lebens Jesu stammten. Sie konnten die Texte lesen, die Jesus und seine Zeitgenossen gelesen und zitiert hatten. Der berühmteste dieser Funde ist die große Jesaja-Rolle, gefunden in Höhle 1. Sie ist fast vollständig erhalten, über 7 Meter lang und stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Als man ihren Text mit der uns bekannten mittelalterlichen Version verglich, war das Ergebnis atemberaubend. Über mehr als 1000 Jahre sorgfältigen Abschreibens hinweg war der Text bemerkenswert stabil geblieben. Die überwiegende Mehrheit der Unterschiede waren geringfügige Abweichungen in der Schreibweise oder offensichtliche kleine Kopierfehler. Dies war ein monumentaler Beweis für die unglaubliche Sorgfalt und den Respekt, mit dem die jüdischen Schreiber die heiligen Texte über die Generationen hinweg weitergaben. Doch die Rollen enthüllten auch eine andere, ebenso wichtige Wahrheit. Sie zeigten, dass der Text der hebräischen Bibel zu dieser Zeit noch nicht so starr und einheitlich war, wie er es später wurde. Man fand verschiedene Textvarianten von Büchern wie Jeremia oder Samuel nebeneinander. Dies deutet darauf hin, dass es mehrere anerkannte Texttraditionen gab,
bevor eine davon um das Jahr 100 nach Christus herum zur Standardversion, dem masoretischen Text wurde. Die Schriftrollen sind also kein einzelnes Buch, sondern eine Momentaufnahme einer lebendigen Bibliothek in einer Zeit des Übergangs. Sie sind das Echo der Heiligen Schrift aus einer fernen Vergangenheit, ein unschätzbares Fenster in die Welt, aus der sowohl das rabbinische Judentum als auch das Christentum hervorgingen. Wenn wir die Höhlen von Qumran verlassen und die Fragmente zusammensetzen, die nicht Teil des uns bekannten biblischen Kanons sind, betreten wir eine faszinierende Welt alternativer Erzählungen und vertiefter Theologie. Diese Texte, oft als apokryph oder pseudepigraphisch bezeichnet, waren für die Gemeinschaft von Qumran keineswegs zweitrangig. Sie waren integraler Bestandteil ihres geistigen Universums und formten ihr Verständnis von Kosmos, Geschichte und göttlichem Plan. Ein herausragendes Beispiel ist das Buch Henoch. Während es im Judentum und Christentum weitgehend aus dem Kanon ausgeschlossen wurde, finden sich in Qumran zahlreiche Fragmente davon. Es erzählt von Henochs Reisen durch die Himmel, von seinen Begegnungen mit Engeln und von den Geheimnissen der Schöpfung. Besonders einflussreich war die Geschichte der Wächter, jener gefallenen Engel, die auf die Erde kamen, sich mit menschlichen Frauen verbanden und Riesen zeugten. Diese Erzählung bot eine tiefgreifende Erklärung für den Ursprung des Bösen in der Welt, nicht als Folge menschlicher Sünde allein, sondern als Resultat einer kosmischen Rebellion. Ein weiteres zentrales Werk ist das Buch der Jubiläen, manchmal auch Kleiner Genesis genannt. Es erzählt die Geschichte von der Schöpfung bis zum Auszug aus Ägypten neu, organisiert sie aber nach Perioden von 49 Jahren, den sogenannten Jubiläen. Dieses Buch betont einen strikten solaren Kalender, der im Gegensatz zum lunaren Kalender des Jerusalemer Tempels stand, und unterstreicht die ewige Gültigkeit der göttlichen Gesetze. Es ist ein Versuch, die Geschichte zu ordnen und zu zeigen, dass Gottes Plan von Anfang an in einem perfekten, kalendarischen Rhythmus verankert war. Das Genesis-Apokryphon wiederum schmückt die bekannten Geschichten von Lamech, Noah und Abraham mit neuen Dialogen und Details aus. Wir hören Sarahs Schönheit durch Abrahams eigene Worte beschrieben, was der patriarchalen Erzählung eine unerwartete persönliche Note verleiht. Diese Texte sind keine Fälschungen oder bloße Fiktion. Sie sind Fenster in die lebendige theologische Debatte jener Zeit, Zeugnisse eines Glaubens, der versuchte, die Lücken in den Heiligen Schriften zu füllen und die drängenden Fragen nach dem Bösen, dem Schicksal und der göttlichen Ordnung zu beantworten. Unter den Schriftrollen vom Toten Meer gibt es ein Dokument, das mit seiner militärischen Präzision und seiner apokalyptischen Vision eine besondere Faszination ausübt. Die Kriegsrolle, oder genauer gesagt, der Krieg der Söhne des Lichts gegen die Söhne der Finsternis. Dieses Werk ist weit mehr als nur eine theologische Abhandlung. Es ist ein detailliertes Handbuch für den finalen, eschatologischen Kampf, der das Ende der Zeit einläuten soll. Die Rolle entwirft ein grandioses, 40-jähriges Kriegsszenario. Auf der einen Seite stehen die Söhne des Lichts, die Mitglieder der Qumran-Gemeinschaft und ihre himmlischen Verbündeten, angeführt vom Erzengel Michael. Auf der anderen Seite versammeln sich die Söhne der Finsternis, eine Koalition aus den Feinden Israels, den sogenannten Kittim, die oft mit den Römern identifiziert werden, sowie abtrünnige Juden und dämonische Kräfte unter der Führung des Engels Belial. Die Detailliertheit ist atemberaubend. Die Rolle beschreibt die Organisation der Truppen, die genauen Maße der Banner und die Inschriften, die sie tragen sollen.
Sie legt die Signale der Trompeten fest, die verschiedene Phasen des Angriffs, des Rückzugs und des Sieges ankündigen. Die Priester spielen eine zentrale Rolle, nicht als Kämpfer, sondern als spirituelle Anführer, die Gebete sprechen, die Truppen ermutigen und die Rituale vollziehen, die den göttlichen Beistand sichern. Der Kampf selbst wird in 7 Phasen beschrieben. 3-mal neigt sich die Waage zugunsten der Söhne des Lichts, 3-mal scheint die Finsternis die Oberhand zu gewinnen. In der entscheidenden 7. Phase greift die mächtige Hand Gottes direkt ein und vernichtet die Mächte des Bösen endgültig. Diese Schrift ist ein tiefes Zeugnis für den dualistischen Glauben der Gemeinschaft. Für sie war die Welt ein Schlachtfeld zwischen Gut und Böse, ein Konflikt, der sich sowohl im menschlichen Herzen als auch auf kosmischer Ebene abspielte. Die Kriegsrolle ist keine bloße Fantasie, sondern der Ausdruck ihrer tiefsten Überzeugung, dass sie in den letzten Tagen lebten und dazu auserwählt waren, an der Seite Gottes im finalen Kampf zu stehen, der die Welt reinigen und eine neue Ära des Lichts einleiten würde. Die längste der Schriftrollen vom Toten Meer, die sogenannte Tempelrolle, ist ein Meisterwerk der visionären Architektur und der religiösen Gesetzgebung. Auf über 8 Metern feinstem Pergament entfaltet sie den Plan für einen perfekten Tempel, wie er nach dem Willen Gottes hätte sein sollen, ein Bauwerk von unvorstellbarer Größe und reiner Heiligkeit. Dieses Dokument ist keine Beschreibung des historischen Tempels in Jerusalem, weder des Salomonischen noch des Herodianischen. Im Gegenteil, es ist eine implizite Kritik an ihnen. Die Gemeinschaft von Qumran betrachtete den zeitgenössischen Tempelbetrieb als korrupt und unrein. Ihre Antwort war nicht nur der Rückzug in die Wüste, sondern auch die auserlesene Konzeption einer idealen Alternative. Die Rolle ist in der ersten Person geschrieben, als spräche Gott selbst zu Mose, was ihr eine immense Autorität verleiht. Sie beschreibt den Grundriss des Tempels in akribischer Detailgenauigkeit. 3 konzentrische, quadratische Höfe, die eine strenge Hierarchie der Heiligkeit widerspiegeln. Die Maße sind gewaltig und übertreffen alles, was je in Jerusalem gebaut wurde. Jeder Aspekt, von den Toren über die Kammern für die Priester bis hin zu den Altären, ist exakt festgelegt. Doch die Tempelrolle ist mehr als nur ein architektonischer Plan. Sie ist eine umfassende Neufassung der Tora, insbesondere der Gesetze aus Deuteronomium. Sie integriert Gesetze zur rituellen Reinheit, zu den Opfergaben und zu den Festen direkt in den Bauplan des Tempels. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reinheit. Die Rolle fordert extreme Vorschriften, die weit über die bekannten biblischen Gebote hinausgehen. Beispielsweise sollte die gesamte Stadt Jerusalem als heilig gelten, was bedeutet, dass bestimmte körperliche Unreinheiten und sogar der Akt der Defekation außerhalb ihrer Mauern stattfinden müssten. Dieses Dokument offenbart eine Theologie, in der die physische Struktur des Tempels und die spirituelle Reinheit des Volkes untrennbar miteinander verbunden sind. Der ideale Tempel war nicht nur ein Ort des Opfers, sondern der Mittelpunkt eines perfekt geordneten, reinen Kosmos, in dem Gott inmitten seines Volkes wohnen konnte, bis zum Anbruch des endzeitlichen, von Gott selbst geschaffenen Heiligtums. Abseits der strengen Gesetze, der apokalyptischen Visionen und der esoterischen Lehren finden wir in den Höhlen von Qumran das schlagende Herz der Gemeinschaft, ihre Poesie, ihre Gebete und ihre Lieder. Diese Texte gewähren uns einen intimen Einblick in die persönliche Frömmigkeit,
und die spirituellen Kämpfe der Menschen, die diese Schriften bewahrten. Eine der wichtigsten Sammlungen sind die Hodayot, die Danklieder. Anders als die biblischen Psalmen, die oft das kollektive Schicksal Israels beklagen oder preisen, sind viele dieser Hymnen in der ersten Person verfasst. Sie sprechen von einem tiefen Gefühl der eigenen Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit. Der Dichter beschreibt sich selbst als Gebilde aus Lehm, als Fundament der Schande und Quelle der Unreinheit. Doch aus dieser tiefen Demut erwächst ein umso größerer Dank für die unverdiente Gnade Gottes. Es ist Gott allein, der den Menschen aus dem Schlamm erhebt, ihn mit Erkenntnis erleuchtet und ihn in die Gemeinschaft der Heiligen aufnimmt. Diese Lieder sind durchdrungen von der Lehre der Prädestination, der Glaube, dass Gott von Anbeginn der Zeit die Gerechten und die Gottlosen vorherbestimmt hat. Neben den Hodayot fanden sich auch zahlreiche Psalmen, die nicht im biblischen Buch der Psalmen enthalten sind. Einige davon werden König David zugeschrieben und erweitern das bekannte Repertoire. Sie zeigen, dass die Psalmodie eine lebendige Tradition war, die auch nach der kanonischen Sammlung weiter gepflegt wurde. Es gibt auch Weisheitstexte, die an das Buch der Sprüche oder Kohelet erinnern, aber eine deutlich dualistischere und deterministischere Weltsicht aufweisen. Sie lehren, wie man auf dem Weg des Lichts wandelt und die Fallstricke des Geistes des Irrtums meidet. Diese poetischen und liturgischen Texte sind von unschätzbarem Wert. Sie zeigen uns, dass die Gemeinschaft von Qumran nicht nur aus strengen Asketen und radikalen Eiferern bestand. Sie waren auch Menschen mit einem reichen spirituellen Innenleben, die in wunderschöner, ergreifender Sprache ihren Glauben, ihre Zweifel, ihre Verzweiflung und ihre unerschütterliche Hoffnung auf Erlösung zum Ausdruck brachten. Unter den tausenden Fragmenten aus Pergament und Papyrus, die in den Höhlen von Qumran gefunden wurden, liegt ein Objekt, das bis heute einzigartig und rätselhaft ist. Es ist nicht aus Tierhaut gefertigt, sondern aus dünn getriebenem, fast reinem Kupfer. Wir nennen es die Kupferrolle. Als sie 1952 in Höhle 3 entdeckt wurde, war sie so stark oxidiert und brüchig, dass man sie nicht wie eine normale Schriftrolle entrollen konnte. Die bloße Berührung drohte, das kostbare Metall zu Staub zerfallen zu lassen. Es bedurfte einer speziellen Technik, die Jahre später in Manchester entwickelt wurde. Man schnitt die Rolle von hinten in feine Segmente, um ihren Inhalt überhaupt lesbar zu machen. Und was dieser Inhalt offenbarte, war anders als alles, was man in den anderen Schriftrollen gefunden hatte. Statt biblischer Texte oder Gemeinschaftsregeln enthielt die Kupferrolle eine Liste. Eine Inventarliste von unvorstellbarem Reichtum. Sie beschreibt 64 Orte in Judäa, an denen gewaltige Mengen an Gold und Silber, priesterlichen Gewändern und Weihrauch vergraben sein sollen. Die Beschreibungen sind kryptisch. In der Ruine, die im Tal von Achor ist, unter den Stufen, die nach Osten blicken, 40 Ellen tief, eine Kiste aus Silber und ihre Gefäße, ein Gewicht von 17 Talenten. Die Sprache selbst ist ungewöhnlich, eine Form des Hebräischen, die eher der späteren Mischna ähnelt als den anderen Qumran-Texten. Dies hat zu endlosen Debatten geführt. Ist dies eine echte Schatzkarte, die den Standort des Jerusalemer Tempelschatzes beschreibt, der vor der römischen Zerstörung im Jahr 70 nach Christus in Sicherheit gebracht wurde? Die schieren Mengen, Dutzende Tonnen Edelmetall, scheinen fantastisch. Oder ist es eine fiktive allegorische Liste, eine Art geistlicher Schatz, der im Land Israel verborgen ist?
Einige Gelehrte argumentieren, dass die beschriebenen Orte real sind, aber die Schätze symbolisch. Andere glauben, dass es sich um den Reichtum der Qumran-Gemeinschaft selbst handelt. Bis heute wurde kein einziges der aufgelisteten Objekte gefunden. Die Kupferrolle bleibt ein faszinierendes Mysterium, eine metallene Anomalie, die von einem verborgenen Erbe flüstert, dessen wahre Natur, ob materiell oder spirituell, uns immer noch entgeht. Die Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer löste nicht nur wissenschaftliche Faszination aus, sondern auch einen erbitterten akademischen Wettlauf, der von Kontroversen und jahrzehntelangen Verzögerungen geprägt war. Nach den ersten Funden wurde die Verantwortung für die Bearbeitung und Veröffentlichung der Fragmente einem kleinen internationalen Team von Gelehrten übertragen, das hauptsächlich im Rockefeller Museum in Ostjerusalem arbeitete. Dieses Team, angeführt von Persönlichkeiten wie Roland de Vaux und John Strugnell, stand vor einer herkulischen Aufgabe. Die Tausenden von Fragmenten mussten mühsam gereinigt, sortiert und wie ein gigantisches Puzzle zusammengesetzt werden. Doch der Fortschritt war quälend langsam. Jahrzehnte vergingen und nur ein Bruchteil der Texte wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies nährte den Verdacht und führte zu wachsender Frustration in der breiteren akademischen Gemeinschaft. Es entstanden Gerüchte und Verschwörungstheorien. Die prominenteste war die Annahme, der Vatikan übe Druck auf das Herausgeberteam aus, um potenziell schädliche Informationen über die Ursprünge des Christentums zurückzuhalten. Man befürchtete, die Schriftrollen könnten Enthüllungen enthalten, die die Einzigartigkeit Jesu oder die Grundlagen der Kirche untergraben würden. Obwohl diese Theorien nie durch Beweise gestützt wurden, spiegelten sie die tiefe Unzufriedenheit mit dem, was viele als eine akademische Monopolstellung ansahen. Die Forscher wurden beschuldigt, die Schriftrollen als ihr persönliches Eigentum zu betrachten und den Zugang für andere zu blockieren. Der Wendepunkt kam erst Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Forscher außerhalb des offiziellen Teams nutzten eine zuvor erstellte Konkordanz der Texte, um einige der unveröffentlichten Manuskripte zu rekonstruieren. Der endgültige Durchbruch erfolgte 1991, als die Huntington-Bibliothek in Kalifornien ankündigte, ihre komplette Sammlung von Fotografien der Schriftrollen uneingeschränkt für alle Wissenschaftler zugänglich zu machen. Dies beendete die Ära der Exklusivität. Die Befreiung der Schriftrollen öffnete die Tür für eine neue Generation von Forschern und beschleunigte das Studium der Texte exponentiell. Die lange Periode des Schweigens war vorbei und machte einer neuen, dynamischeren und transparenteren Phase der Qumran-Forschung Platz. Obwohl Jesus in den Schriftrollen vom Toten Meer nicht namentlich erwähnt wird, ist ihre Bedeutung für das Verständnis des frühen Christentums immens. Die Texte bieten einen beispiellosen Einblick in das religiöse Milieu, in dem Jesus lehrte und die christliche Bewegung entstand. Sie sind der literarische Hintergrund, vor dem das Neue Testament gelesen werden muss. Vergleicht man die Lehren der Qumran-Gemeinschaft mit denen Jesu und der ersten Christen, zeigen sich faszinierende Parallelen. Beide Bewegungen waren eschatologisch ausgerichtet. Sie erwarteten ein baldiges Eingreifen Gottes und das Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Beide legten die hebräischen Schriften auf eine Weise aus, die sie auf ihre eigene Zeit und ihre eigene Gemeinschaft bezogen. In Qumran gab es die zentrale Figur des Lehrers der Gerechtigkeit, eines von Gott gesandten Führers. Dies spiegelt die messianischen Erwartungen wider, die auch im Neuen Testament eine zentrale Rolle spielen,
wenn auch mit dem entscheidenden Unterschied, dass Jesus für die Christen nicht nur ein Lehrer, sondern der Messias selbst ist, Gottes Sohn. Die Sprache weist ebenfalls Ähnlichkeiten auf. Der Dualismus von Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, der die Qumran-Texte durchdringt, findet sich auch im Johannesevangelium wieder. Konzepte wie Gemeinschaftseigentum, rituelle Waschungen und heilige Mahlzeiten existierten sowohl in Qumran als auch in der frühen Kirche. Doch die Unterschiede sind ebenso tiefgreifend und aufschlussreich. Die Gemeinschaft von Qumran war exklusiv, elitär und streng gesetzestreu. Sie zog sich aus der Gesellschaft zurück, um in ritueller Reinheit auf das Ende zu warten. Ihre Regeln waren streng, der Hass auf ihre Gegner, die Söhne der Finsternis, war institutionalisiert. Jesus hingegen predigte eine Botschaft der radikalen Inklusion. Er wandte sich an die Sünder, die Zöllner und die Ausgestoßenen. Seine Ethik basierte auf Liebe, sogar Feindesliebe, was in direktem Gegensatz zur Haltung der Qumran-Sekte stand. Die Schriftrollen zeigen uns also nicht die Ursprünge des Christentums, sondern sie illustrieren, dass viele der Ideen, die im Neuen Testament auftauchen, bereits im Judentum jener Zeit zirkulierten. Jesus war kein isoliertes Phänomen, sondern Teil eines intensiven theologischen Gesprächs. Die Schriftrollen vom Toten Meer helfen uns, die Konturen dieses Gesprächs zu erkennen und die Einzigartigkeit seiner Stimme darin umso klarer zu hören. Wenn wir die Höhlen von Qumran gedanklich verlassen und die Texte selbst betrachten, öffnet sich kein einzelnes Fenster, sondern ein ganzes Panorama auf eine verlorene Welt. Das Judentum zur Zeit des Zweiten Tempels. Vor der Entdeckung der Schriftrollen war unser Bild dieser Epoche stark gefiltert. Wir kannten sie hauptsächlich durch die Schriften des Josephus, die rabbinischen Texte, die Jahrhunderte später niedergeschrieben wurden, und das Neue Testament. Diese Quellen zeichneten das Bild einiger weniger großer Strömungen: Pharisäer, Sadduzäer, Essener. Doch die Schriftrollen enthüllen eine weitaus komplexere, lebendigere und vielfältigere Landschaft des Glaubens. Sie zeigen uns, dass es kein einzelnes monolithisches Judentum gab, sondern eine Vielzahl von Judentümern, die miteinander im Dialog und oft auch im Streit lagen. Die Gemeinschaft von Qumran, wer auch immer sie genau war, repräsentierte nur eine dieser Gruppen. Ihre Schriften, wie die Gemeinschaftsregel oder der Damaskusschrift, zeugen von einem strengen, fast asketischen Glauben, der sich von der als korrupt empfundenen Tempelpriesterschaft in Jerusalem abwandte. Sie sahen sich als die wahren Kinder des Lichts, die in der Wüste auf das endgültige Eingreifen Gottes warteten. Aber neben diesen sektiererischen Texten fanden sich auch Schriften, die andere Perspektiven widerspiegeln. Wir finden apokalyptische Visionen, die über das hinausgehen, was im späteren biblischen Kanon bewahrt wurde. Weisheitstexte, die an die Sprüche und Kohelet erinnern, aber eigene theologische Akzente setzen, und sogar mystische Texte, die von himmlischen Reisen und Engelsgesängen berichten. Dieses Mosaik an Glaubensvorstellungen ist vielleicht die wichtigste Enthüllung der Schriftrollen. Sie zwingen uns, die starren Kategorien aufzugeben und das Judentum dieser Zeit als ein dynamisches Ökosystem von Ideen zu verstehen, in dem um die richtige Auslegung der Tora, die Rolle des Messias und die wahre Natur Gottes gerungen wurde. Es war aus diesem fruchtbaren, oft widersprüchlichen Boden, aus dem sowohl das rabbinische Judentum nach der Zerstörung des Tempels als auch das frühe Christentum erwuchsen. Die Schriftrollen sind der authentische Soundtrack,
dieser entscheidenden Epoche. Die Entdeckung der Schriftrollen war nur der erste Akt eines langen, stillen Dramas. Der zweite, der bis heute andauert, ist der Kampf gegen die Zeit selbst, die Konservierung dieser unendlich zerbrechlichen Zeugen der Vergangenheit. Die ersten Gelehrten, die die Fragmente in den 1950er Jahren zusammensetzten, arbeiteten unter Bedingungen, die uns heute erschaudern lassen. Sie benutzten Klebeband, um Stücke zu verbinden, und lagerten sie zwischen Glasplatten, die in dem feuchten Klima Jerusalems die Zersetzung beschleunigten. Es war ein gut gemeintes Vorgehen, das jedoch langfristig Schaden anrichtete. Doch aus diesen frühen Fehlern erwuchs eine neue Disziplin, in der Archäologie, Chemie und Hochtechnologie eine Allianz eingehen. Heute werden die Schriftrollen in klimatisierten Tresoren im Schrein des Buches in Jerusalem aufbewahrt, unter Bedingungen, die die trockene, sauerstoffarme Luft der Höhlen von Qumran simulieren. Jeder Kontakt mit den Originalen ist auf ein absolutes Minimum reduziert. Die wahre Revolution findet jedoch im digitalen Raum statt. Mithilfe der Multispektralfotografie können Wissenschaftler heute Tinte sichtbar machen, die für das menschliche Auge längst verblasst ist. Durch diesen Prozess wurden auf scheinbar leeren Fragmenten neue Buchstaben, Wörter und ganze Sätze enthüllt. Man kann sich die ehrfürchtige Stille im Labor vorstellen, wenn nach 2000 Jahren des Schweigens ein neues Wort aus dem Dunkel tritt. DNA-Analysen des Tierhautpergaments helfen dabei, Fragmente zu sortieren, indem sie bestimmen, welche Stücke von derselben Tierhaut stammen und somit wahrscheinlich zur selben Schriftrolle gehörten. Künstliche Intelligenz wird trainiert, um die Handschriften verschiedener Schreiber zu identifizieren und das gigantische Puzzle der Abertausenden von Fragmenten zu lösen. Diese Arbeit ist langsam, mühsam und erfordert eine fast meditative Geduld. Es ist die stille, unsichtbare Seite der Archäologie, fernab von abenteuerlichen Ausgrabungen. Doch sie ist von entscheidender Bedeutung, denn jede Faser, jeder Tintenklecks ist ein Datenträger aus einer versunkenen Welt. Die Wissenschaftler, die heute über die Fragmente gebeugt sind nicht nur Bewahrer. Sie sind die stillen Bibliothekare der Antike, die sicherstellen, dass die Stimmen aus der Wüste für alle kommenden Generationen hörbar bleiben.